Willkommen zu einer weiteren Folge von Fresh CS. Wir sind auf Overpass und ich zeige ein paar A-Teamplay-Verhalten oder allgemein Verhalten auf A fürs Dojo oder allgemein. So, auf A sehe ich sehr oft bei Overpass, dass einer irgendwas bei kurz macht, einer irgendwas bei lang macht, dass einer pusht oder sonst was. Es ist alles okay, wenn das in die Situation passt, je nachdem, was der Gegner macht. Aber ich würde euch raten, spielt zusammen. Besonders am Anfang der Map, dass ihr so einen kleinen, ja, dass ihr euch gegenseitig unterstützt, dass man Refrag ziehen kann, dass man sich gegenseitig flashen kann. Ich werde den Con mal heute auslassen, aber eher so auf Toilets, Verhalten auf dem A-Spot, beziehungsweise auf Straße oder A-Short, Banane und Toilets und lang hat. Das finde ich interessant. Man kann dann sehr viel drüber machen, deswegen werde ich versuchen, kurz zu halten. Aber gehen wir jetzt erstmal auf den ersten Play. Ich würde euch raten, bei A, neben dem Teamplay und so weiter, auch Utility zu können. Ich zeige mal den einfachsten Molotov. Momentan Meta-Molotov. Ich ziele hier in die Mitte. Man kann auch hier zielen. Also ich ziele ein bisschen hier runter in die Mitte. Und springe hier über die Bank. So, als würde ich so ein bisschen leicht über die Bank springen. Zack. Und dieser Molotov, zum einen schadet er den Gegner, wenn er hier hochläuft. Oder hier hinläuft. Und manche Gegner bleiben dann hinten dran stehen. Dann könnt ihr das verbinden mit einer Nade. Wenn hier nichts rauskommt, erstmal aimen. Dann nadet man hier tief. Und hat schon mal gut Damage gemacht gegen die Gegner, die hier nicht rausgehen. Das ist so ein Mini-Play. Und ihr hört, wenn die A-Spieler das Ding löschen, dass er auf jeden Fall einer ist. Es kann aber auch sein, wenn sie nicht löschen und einer schnell war, hat er zwar Damage gefressen und er rennt lang. Das müsst ihr auch wissen. Einfache Smoke zum A-Play seht ihr dann auch in dem Play gleich. Hier rein smoken und damit kann die AWP ein bisschen One-Way spielen und schauen, dass er einen Peak ziehen kann. Der Counter dazu ist natürlich die Flash, die immer kommt, deswegen vielleicht anfangs erstmal Anti-Flash stehen und dann arbeiten, aber muss man nicht unbedingt, wenn man damit umgehen kann. Das Verhalten bei einem A-Spieler im Con: die Rifle sollte Con decken, die AWP kann Mitte was machen. Ganz einfaches Ding. Man zieht sich zurück und versucht, dass die M4 immer weiter vorne ist als die AWP. Die AWP, zeige ich dann gleich, hat nämlich ein längeres Rohr, das wisst ihr, und dadurch mehr Impact auch auf Range, die Sniper natürlich. Der Rifle-Spieler kann hier hören, ob der Gegner pusht. Also wenn man hier rennt, dann hört man das und kann gleich callen, die rushen Mitte beispielsweise. Und wenn der Gegner hier rusht, vielleicht hier sogar noch Step, dann hört man, er rusht Con. Also der Spieler spielt erstmal auf Info, kann natürlich auch Nades Mitte, Molly Mitte werfen. Der AWP-Spieler macht hier vielleicht den Mitte-Peak, zieht sich dann zurück. Und was ich gemeint habe, der Rifle-Spieler sollte immer vorne dran stehen. Also meistens. Ich sag mal, das ist so ein kleiner Leitfaden. Der AWP-Spieler kann hier aimen, der M4-Spieler kann hier aimen. Aber was ich mit hinten dran stehen meine, ist, der AWP-Spieler kann von dieser Position lang decken. Er kann kurz supporten, wenn der Rifle-Spieler beispielsweise hier steht. Und er kann hier Toilets reinpieken. Also er hat 3 Varianten, einen First-Track bzw. einen Push aufzuhalten. Der M4-Spieler steht hier vorne dran. Natürlich, weil seine Range-Möglichkeit nicht so gut ist wie mit der AWP oder mit der Scout. Und kann dann hier einfach easy absmoken, dass der Gegner erstmal geblockt ist oder durch die Smoke muss. Vorsicht! Anti-Play wäre vielleicht der Boost hier, aber auch nicht so stark, meiner Meinung nach. Ja, das war es erstmal von der Möglichkeit. Also ich will es kurz halten. Dafür jetzt einen kleinen Clip für ein kleines Dojo-Match und wie ihr es machen könntet, wie es aussieht. So, wenn man kurz mit AWP spielt, wie bei euch jetzt hier, die Smoke kann man ein bisschen besser leihen, geht aber, kann man hier hoch und natürlich den Peak versuchen. Sehr schöner Frag hier von Borchi. Die Gegner haben nicht geflasht, also die beste Ausgangssituation für den AWP-Spieler Mitte. Und dann sieht man jetzt hier, ich höre auch noch, ob da was kommt. Also ich stelle mich als Rifle direkt hier hin, um Underpass rennen zu hören oder vielleicht den Mitte-Push, weil das ist die Richtung. Also hier à la Liquid Manie, schauen, was abgeht. Und nachdem wir den Frag haben, Borchi sich zurückzieht, nade ich hier noch bei 1,42, sodass die Nade hier landet. Aber wie gesagt, da ist keiner gerannt, aber vielleicht hingesneakt.
Molly hier nochmal ab, dass wir hundertprozentig sicher sind, falls hier jemand hoch will. Und wir ziehen uns hier Richtung A kurz zurück. Die AWP hält von hinten. Und die M4 vorne. Das könnt ihr euch auf jeden Fall merken, wie erklärt. Hier diese Area, hier offene Smoke zu werfen. Boah, ich hatte hier keine Smoke mehr, weil er die Smoke hier benutzt. Aber man muss hier eigentlich nur schauen, ob Con rauskommt. Und die AWP kann dann nach hinten verschieben. Und kann schauen, ob lang irgendwas ist. Flasht sich noch hier mit dieser interessanten Flash rein. Wir ignorieren jetzt mal, dass bei B die Leute fallen. Sobald dann A lang gedeckt ist, ich bin A kurz und versuche eben so gut wie möglich zu blocken, dass ich nicht in die Duelle muss. Und die Smoke liegt. Der Gegner steppt hier laut, hat keine Chance. Also, und dann ist es 4 gegen 2, das sollte man auch nicht mehr verlieren. Und man hat hier A und lang sehr gut geblockt. Und man muss nicht mal die Rotation ziehen. Der AWP-Spieler hat hier alleine Kontrolle, kann hier kurz Support mit seiner AWP, kann hier auch mal einen aggressiven Peak ziehen. Kommen wir zu den Toilets. Besonders will ich da hervorheben, der zweite Rundenbei, falls die Ts die Bombe gelegt haben und sogar die Runde verloren haben, sind Galils drin, sind vielleicht eine AK, Deagles, Scouts und so weiter. Und da hat man sehr oft als CT eine MP9 mit Full Nades oder eine Farmers mit einer Smoke oder sonstiges. Aber einen Helm. Ist ganz wichtig. Ja, ein Toilet-Stack, ganz einfach. Man bleibt hier Toilets stehen, supportet sich gegenseitig, wenn hier ein Frag gezogen wird, beziehungsweise wenn der CT stirbt, muss der Refrag mindestens da sein. Der Anti-Play wäre vielleicht, wenn die langkommen, flashen oder einfach, ja, mit Tech 9 rüber rushen, je nachdem. Aber, ja, man hat hier zum einen die Möglichkeit, dass man den Schatten sieht. Und dieser Schatten verrät einem schon sehr, sehr stark. Deswegen hast du hier immer den Vorteil, wenn keine Flash kommt von den Ts. Also Flash wäre natürlich immer Anti-Play und ist im Counter-Strike einfach gang und gäbe. Aber guckt selbst bei dem nächsten Clip mit der MP9. Second Round bei SMG gegen Alice. In dieser Szene seht ihr den Stack mit MP9, den ich angemerkt habe. Und zwar anfangs der Runde stehe ich und Kaso hier oben in einem Dojo-Match. Und wir warten einfach, bis die Gegner kommen. Und wir wollen eben mit den MP9s traden. Und den ersten Kontakt haben wir hier, aber eher hören wir die Gegner. Sagen dann, Verschieber soll auf A gehen, weil A kurz durchkommt. Und ja, kommt er zurück, warum auch immer, weil die A lang gehen wollen. Habe ich den ersten Kill. Und Kaso steht hier. Und den zweiten Kill. Und theoretisch haben wir jetzt ja schon die Arbeit getan. Das Ding ist, wie gesagt, die Gegner haben Galils, AKs, eine Scout in ihrem Force-Buy, wenn sie die Bombe gelegt hat, erste Runde, oder wenn sie selbst kaufen gegen AKs. Sehr, sehr schöner Stack. So, der nächste Toilet-Stack, nicht Step, wäre vielleicht eine AWP und eine Rifle hier. Zum einen die Rifle kann gucken, seht ihr auch im nächsten Play, ob hier keiner crosst. Man muss hier nicht unbedingt rein aimen. Und die AWP hat dabei lang, sollte aber ein bisschen aufpassen, weil das ist ein gern abgeaimter Angle, hier so rauszugehen. Aber wenn der T keinen Fokus hat, umso besser. Also den hier oder ein bisschen defensiver, also hier, dass die einen nicht sehen. Oder sogar, dass man hier reinpiekt, nach dem Stein, sage ich jetzt mal. Und dann kann man gleichzeitig auch, falls der M4-Spieler stirbt, kurz Support, man sollte halt dann nicht stehen hier, wenn der Mate stirbt, sondern eher hier hinten. Dass die nicht wissen, dass hier ein zweiter Spieler ist, falls sie den M4-Spieler killen sollten. Ja, und die Rotates, immer ganz wichtig, Kommunikation mit den B-Spielern, sodass, falls hier gesmoked wird, seht ihr dann später auch in dem Play, müssen die B-Spieler rotieren. Also der Rotierer ist voll mit dem Funkgerät verbunden, auch im Teamspeak oder im Discord oder sonst was. Ganz wichtig. Aber seht selbst, wie das aussehen kann. In diesem Play sehen wir jetzt ein AWP Rifle A-Lang-Stack. Und ja, die Grundessenz, habe ich ja schon mehrmals erklärt, ist, dass man A zusammenspielen muss mit dem Molly anfangs, damit man hört, ob der Gegner kommt oder den Molly löscht. Passiert nichts. Und ja, interessant ist, dass die Rifle eher close hält, kurz sieht, ob hier jemand cross, das ist hier Doc B. Und Andy, interessanterweise, ist er gegen uns gequeued. Rennt hier Richtung lang. Falls hier lang mal die Gegner schnell kommen sollten, hört man das auf jeden Fall, beziehungsweise kann das gut punishen. Dann kommt schon der erste Frag raus. Ich mal ein bisschen vor.
Hier Mitte, B passiert ein bisschen was und man verzieht sich beide zurück zu Spot. Und dann hat man seinen Kill auf A gezogen. B passiert ein bisschen was, B ist einer gestorben, deswegen kann man auch schnell rotieren. Und kommt auf jeden Fall weg. Besser, als wenn die Awe und die M4 gesplittet ist, dass man sich wenigstens einen Refrag holt und sich gegenseitig supportet, covert, dass man überhaupt da zurück kann. So, nächstes Setup eher Richtung lang. Potenzial, sich zurückzuziehen und vielleicht zu pushen, falls hier kein Kontakt ist. Dass man von hinten kommt oder sonstiges. Ganz wichtig, A kurz ist vielleicht gedeckt mit einer AWP oder gar nicht. Wenn es gar nicht gedeckt ist, muss der B-Spieler ein bisschen defensiver gehen, beziehungsweise den Rotate selbstständig vielleicht durchziehen. Aber am besten, wenn eine AWP Mitte ist. Wie beim nächsten Play, den ihr gleich sehen wird. Hier eine Rifle und hier eine Awe, die hier ein bisschen Stress macht. Viel Spaß. Um den Pace auch ein bisschen zu verändern, muss man nicht immer nur 3 Leute B spielen. Man kann auch die AWP alleine Mitte lassen, die den First Pick zieht, wie jetzt hier Phoenix macht, hat jetzt hier den Fokus und dass man jetzt die Bedrohung aufbaut. Wenn man die ganze Zeit kurz gespielt hat, sage ich lang eher defensiv, kann man auch mal lang offensiv spielen. Das ist, sag mal, das alte Fahrrad, das ist nicht mehr hier, aber ich sag mal bei Picknick kann man sich trotzdem hier vercampen. Und hier steht Doc B bereit, der hier auf meinen Kontakt wartet. Und er macht hier nichts, die Flash kommt normalerweise, ich habe den ersten Kontakt und haben auch den ersten Kill. Nach dem Frag hat Doc auch noch guten Fokus. Glücklicherweise steppt er hier Andy ziemlich heftig. Normalerweise muss Doc aber mehr Fokus hier haben. Ich muss nach hinten aimen. Und dann kann man sich auch noch langmäßig zurückziehen. Beziehungsweise in die Toilets. Und mit dieser Smoke hat der Spieler, also die Smoke, wird hier einfach cross geworfen, dass sie hier aufpoppt. Und somit hat der T-Spieler hier eigentlich keine Chance, hier zu aimen. Im wilden Crosshair. Und dann ziehen wir uns zusammen zurück, haben den First Frag bzw. den einen Frag gezogen und können B wieder schnell supporten und sind lebend aus dem Schlamassel rausgekommen. So, um das Video ein bisschen kürzer zu halten, kommt jetzt auch der letzte Play. Ihr seht, es gibt so viele Möglichkeiten. Das sind wirklich nur Basic, ich sag mal, Team-Plays, die vielleicht einfach im Pack sogar angewendet werden können mit euren Mates, aber auch in eurem 99 bzw. ISEA oder sonstigen Officials. Ist, dass Toilets gehalten wird mit der Rifle und hier oben die AWP hält und sich dann Richtung lang zurückzieht. Wichtig ist, wenn hier die Rifle weggesmoked ist, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dann müssen die Rotierer fungieren und die 2 Spieler sollten vielleicht Richtung lang weg und nicht auf die Solo-Moves gehen. Geht beides, aber das ist jetzt dann nur so eine Möglichkeit. Der AWP-Spieler hat hier Full Fokus. Man muss hier nicht mehr, beziehungsweise kann auch nicht mehr zurück on Spot, wenn die durchrushen. Und dann reicht es, wenn hier von lang gedeckt wird. Und der M4 oder Rifle-Spieler, also M4 oder AK-Spieler, der bleibt hier und schaut, dass hier lang keiner pusht und beschützt die AWP im besten Fall. Somit kann man hier schauen, dass die CTs schon bereitstehen, dass die Ts nicht weiter pushen können. Die sind gesandwiched. Lang ist eine sehr, sehr schöne Position für den Afterplant. Und wenn der Retake hier von lang keine Bedrohung von dem T hat, umso besser. Dann muss man nur hier auf kurz machen, kann smoken und Terroristen haben ein schwieriges Leben. Aber seht selbst, so kann es aussehen. Das nächste kleine Setup, also es geht vieles über die AWP. Die AWP sagt, was sie machen will, wo sie sich confident fühlt, ganz wichtig. Geht über Langhalten, jetzt da hier über dem Schild. Und ich als Rifle stehe hier in Toilets und höre, was hier abgeht. Und sage dann Bescheid, hey, hier sind viele Steps, sodass die B-Spieler rotieren müssen oder müssten, so schnell wie möglich. Die machen sich jetzt auf den Weg, also sehr viel Kommunikation. Die sind jetzt schon kurz drauf. Das ist sehr interessant. Die AWP hat hier lang nichts gesehen und zieht sich dann direkt zurück und schaut, dass keiner Bank reingeht. Und ich als AK-Spieler chill hier jetzt nochmal ab. Und dadurch, dass das ist sozusagen ein, ich sag mal, kein Worst Case, aber einfach ein Szenario. Die Gegner gehen einfach kurz durch und die Verschieber sind am Start, aber trotzdem hat man einen sehr guten, ich sag mal, Flankenplay, weil Alang ist noch nicht geklärt. Borchert hier mit der AWP einen sehr guten Angle und ja, sollte ein Spieler normales treffen, holt ihn auch. Und ich als
AK. Check out, dass nichts lang kommt. Jetzt habe ich nochmal die Nate gezogen. Glücklicherweise hat der nur eine AK, sonst wäre ich komplett hops genommen. Genauso wie mein Mate. Der kriegt hier einen Schuss in den Rücken. Und kleiner Fehler von meiner Seite aus. Und dadurch wird er auch gekillt. Aber ich habe den Refrag und 4 gegen 2 mit der Flanke. Die Bombe ist zwar gelegt, aber Heckle ist schon auf dem Weg. Beziehungsweise Scusi deckt hier ab. Und Heise war hier am Start. Ja. Also ihr seht, man muss nicht unbedingt zurück ins Spot kommen, wenn man lang Kontrolle hat. Das ist auch sehr stark, besonders mit einer AWP, dass man schaut, dass die Ts nicht zu viel Raum einnehmen können für den Retake bzw. Afterplant. So, kleine Anmerkung. Das letzte, was ich jetzt zeigen will. Diesen Jump könnt ihr gerne üben. Zack. Dass ihr lang seht und kurz, wenn ihr alleine A spielt. Es gibt so viel zu machen. Auf Spot kann es weitergehen, aber ich zeige euch jetzt erstmal ein paar offensive Moves bzw. Setups. Das nächste wäre vielleicht ein paar Side-Setups bzw. ein paar Retake-Sachen, die ich interessant finde. Aber nur, dass ihr so einen groben Überblick kriegt. Man kann sehr viel spielen, es fehlt noch ein bisschen Basic-Wissen, wie man richtig pusht als CT-Spieler, ausschließt, vielleicht mal Mitte einnimmt. Kann ich mal einen Mitte-Push raussuchen, den ich sehr, sehr stark finde von Gambit Academy. Aber das war es erstmal für mich. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns bald wieder. Viel Spaß.